Um einen Eindruck vom Zusammenspiel der Disposition und der Beschaffungslogistik zu vermitteln, werden wir beispielhaft die Artikel in Bestellen dringend und Bestellen eines Lieferanten disponieren. Anschließend wechseln wir in die Beschaffungslogistik und arbeiten die zugehörige Bestellung. Ich wähle beispielhaft den Lieferanten 91028 für das Werk 930. Dieser hat einen Artikel im Dispo-Kriterium Bestellen dringend und einen Artikel im Dispo-Kriterium Bestellen. Wir steigen ein, indem wir uns den Artikel im Dispo-Kriterium Bestellen dringend anschauen. Im Kriterium Bestellen dringend befinden sich Artikel mit einem Stockout am Ende der Wiederbeschaffungszeit. Es besteht somit dringender Handlungsbedarf. Für den betreffenden Artikel ist der Stockout bei der Skalierung auf Monatsebene erst einmal nicht zu erkennen. Deshalb ändern wir die Skalierung auf Tagesebene. Um schnell zur Heute-Linie der Dispo-Grafik zu gelangen und die momentane Planungssituation anzuschauen, nutzen wir die Heute-Schaltfläche. Wir sehen, dass zwischen der Heute-Linie und dem Ende der WBZ ein Stockout besteht. Die Menge des nächsten Planzugangs beträgt 7 Stück. Diese Menge und die 4 Stück, die sich bereits im Zulauf befinden, decken die bestehenden Aufträge, einen Teil der Prognose und füllen den Sicherheitsbestand auf. Ich bin mit der Menge des Planzugangs einverstanden und gebe den Planzugang über die Schaltfläche Freigeben frei. Daraufhin bekomme ich im Freigabe-Export-Dialog die Nummer der Bestellung zurückgemeldet. In diesem Fall ist das die Nummer 177. Diese merke ich mir, um die Bestellung später in der Beschaffungslogistik wiederzufinden. Damit habe ich den Artikel im Dispo-Kriterium Bestellen dringend abgearbeitet und kann mit dem Artikel in Bestellen fortfahren. Ich schließe den Artikel und wechsle über die Dispo-Kreuztabelle in den zu bestellenden Artikel. Bei diesem Artikel erkenne ich die Situation bereits auf Monatsebene. Ich habe aktuell keinen Bestand, aber einen operativen Sicherheitsbestand von 50 Stück. Der nächste Bestellvorschlag füllt genau auf den Sicherheitsbestand auf. Ich bin mit der Menge des Bestellvorschlags einverstanden und gebe diesen frei. Im Freigabe-Export-Dialog sehe ich, dass die Bestellposition ebenfalls in der Bestellung mit der Nummer 177 landet. Ich schließe auch diesen Artikel. Somit haben wir alle Handlungsempfehlungen zu diesem Lieferanten für das Werk 930 abgearbeitet und wir können in die Beschaffungslogistik wechseln, um dort an der Bestellung weiterzuarbeiten. Über Steuerung plus F kann ich nach der Bestellnummer suchen, die AT1 mir im Export-Freigabe-Dialog angezeigt hat. Ich suche also nach der Nummer 177. Damit gelange ich zur Bestellung, in der sich die von uns freigegebenen Planzugänge nun als Bestellpositionen wiederfinden. In unserem Beispiel fallen 2 Dinge auf. Erstens habe ich 2 Planzugänge freigegeben, aber es befinden sich 3 Bestellpositionen in der Bestellung. Zweitens ist der Zeilenkopf der ersten Zeile grün. Der grüne Zeilenkopf bedeutet, dass der Planzugang zu dieser Bestellposition im Nachtlauf automatisch durch AT1 freigegeben wurde. Dies erklärt, warum eine Bestellposition mehr in der Bestellung ist, als Planzugänge freigegeben wurden. Ob Planzugänge unter bestimmten Bedingungen während des Nachtlaufs automatisch freigegeben werden, lässt sich kundenindividuell konfigurieren. Dass alle Planzugänge in derselben Bestellung landen, bedeutet außerdem, dass die relevanten Strukturmerkmale, wie zum Beispiel das Werk oder der Zeitraum, in dem die Wunschanlieferdaten liegen, zueinander passen. Für unsere Bestellung sind alle Bestellkriterien bereits durch die freigegebenen Bestellpositionen erfüllt. Möglichkeiten, wie durch Änderung von Mengen, Hinzufügen von Bestellpositionen oder mithilfe des systemgestützten Auffüllens nicht erfüllte Untergrenzen eingehalten werden können, erläutern wir in einem weiteren Video. Da unsere Bestellung alle Bestellkriterien erfüllt, können wir die Bestellung ohne weitere Anpassung freigeben. Hierfür klicke ich auf die Schaltfläche Freigeben am oberen rechten Rand. In diesem einfachen Beispiel gab es für den betreffenden Lieferanten nur eine Bestellung, da alle Strukturmerkmale zueinander gepasst haben. Die beispielhafte Disposition eines Lieferanten ist damit abgeschlossen.